Ich durfte bei einer riesen Werbekampagne mitmachen und alles, was ich euch heute erzähle, soll euch motivieren, eure Träume zu leben. Egal wie klein die Schritte auch scheinen mögen, die ihr geht, sie können euch viele, viele Türen öffnen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was alles möglich ist, wenn ihr anfangt, kleine Schritte zu gehen und eure Träume zu verwirklichen. Die Träume scheinen meist so weit weg zu sein, aber man unterschätzt, wie viel man auf dem Weg dahin erreichen kann. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und falls du neu hier bist, dann danke ich dir, dass du auf dieses Video geklickt hast. Es freut mich sehr, dich auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. 2019 habe ich mein allererstes Unternehmen gegründet. Damals war ich 23 Jahre alt, war immer noch auf der Uni, hatte nebenbei noch 2 Jobs. Und ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Ich war schon immer dieser Mensch, der einfach selbst was machen wollte, sich für die Zukunft selbst was aufbauen wollte. Ich war einfach sehr neugierig darauf zu sehen, was es da draußen so gibt. Und so haben dann meine Recherchen 2018, 2019 angefangen. Und damals war auf YouTube das Thema Dropshipping sehr groß. Vor allem das Thema Amazon FBA. Egal ob im deutschsprachigen YouTube oder im englischsprachigen YouTube, jeder hat darüber geredet. Online-Geld verdienen mit Amazon war so das Thema. Und dann habe ich da ein bisschen weiter geschaut und Dropshipping war eigentlich nie so eine Sache, die mich so richtig interessiert hat, weil, wie die meisten vielleicht schon wissen, beim Dropshipping hast du das Produkt nicht wirklich bei dir zu Hause, sondern das Produkt bleibt beim Hersteller und die Kunden kaufen zwar auf deinem Online-Shop ein, aber der Hersteller schickt das Produkt dann direkt an den Kunden weiter, von zum Beispiel China. Und das war mir immer ein bisschen unpersönlich und deswegen habe ich irgendwie nach Wegen geschaut, meinen eigenen Online-Shop so zu gründen, dass ich auch selber die Produkte zu Hause habe oder in einem Lager und die dann von mir aus weiterschicken kann, um mehr Kontrolle zu haben, aber auch um das Ganze ein bisschen persönlicher zu gestalten und ja, die Produkte selbst einzupacken. Das war mir einfach sehr wichtig. Und dann habe ich da angefangen zu recherchieren und ich muss sagen, im deutschsprachigen YouTube gab es dazu keine Videos. Ich habe dazu gar nichts gefunden. Aber im amerikanischen YouTube-Raum habe ich einige Videos von YouTuberinnen gefunden, die ungefähr so alt waren wie ich, die von ihrem Kinderzimmer bei den Eltern eben die Ware verschickt haben, die so erfolgreich geworden sind mit ihren Online-Shops und die einfach kostenlos gezeigt haben, wie sie das gemacht haben, wo sie die Ware bestellen, wie sie das mit dem Marketing machen, auf Social Media, wie der Versand abläuft. Also die haben das wirklich alles einfach so exposed und gezeigt und das fand ich einfach richtig cool, es hat mich richtig inspiriert. Und dank dieser YouTuberinnen konnte ich dann eben meinen eigenen Online-Shop erstellen. Ich werde euch mal ein paar dieser YouTuberinnen in der Beschreibung verlinken, dann könnt ihr da vielleicht auch mal vorbeischauen. Die Videos sind wie gesagt auf Englisch. Dann war eben Ende 2019 und ich bin live gegangen mit meinem allerersten Online-Shop und habe angefangen, online Schmuck zu verkaufen und somit auch mein erstes Geld mit meinem ersten eigenen Unternehmen zu verdienen. Und das war damals schon eine Riesensache für mich. Und es lief von Anfang an richtig gut. Wir reden hier nicht von Beträgen von 10.000, 20.000 Euro im Monat von Anfang an, aber es hat angefangen mit 600 Euro, 800 Euro, 1.000 Euro, dann vielleicht wieder 400 Euro, 500 Euro. Also die Beträge, klar, schwanken von Monat zu Monat, aber für den Anfang, für die ersten Monate war es schon ziemlich gut. Also besser als ein Minijob. Und ich muss ehrlich sagen, klar, die Anfänge sind sehr anstrengend, also die Recherchen und den Shop bauen und designen und Hersteller suchen. Aber wenn dann mal alles steht, ist die Arbeit natürlich viel weniger anspruchsvoll oder sagen wir mal anstrengend, als wenn ich für jemand anderes arbeiten würde. Dann habe ich gemerkt, dass in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis immer mehr Leute mich fragen, hey, wie machst du das eigentlich? Wie hast du dir das aufgebaut? Das sieht alles so kompliziert aus. Erzähl mal, wo hast du die Produkte her? Wie hast du deinen Shop aufgebaut? Wie kannst du auf einmal mit HTML und keine Ahnung was umgehen? Und dann dachte ich mir, okay, ich habe damals ja von YouTuberinnen gelernt und die Videos waren für mich so hilfreich, dass ich mir gedacht habe, mache ich doch auch einfach einen YouTube-Channel. Und vor allem, weil ich eben damals gesehen habe, genau dieses Thema wird eben nicht auf YouTube so krass gezeigt, zeige ich euch doch einfach mal, wie das funktioniert. Und
So kam es dann dazu, dass ich 2020 meine YouTube-Channel gestartet habe und der ist auch ziemlich schnell gewachsen. Und durch meinen YouTube-Channel haben sich einfach auch so viele Türen geöffnet. Und ich hätte das niemals gedacht, weil ich bin ja theoretisch noch sehr klein auf YouTube mit meinen 6000 Abos, aber ich liebe euch alle übrigens. Aber trotzdem konnten sich Türen für mich öffnen, wie jetzt zum Beispiel. Und zwar darf ich bei der diesjährigen September-Kampagne in Deutschland für Alibaba.com das Gesicht sein. Und das ist so eine Riesensache für mich. Und ich erzähle euch das jetzt, damit ihr da irgendwie Inspiration findet, weil es einfach so ist, dass ich kleine Schritte gegangen bin, oder sagen wir mal, ich bin keine YouTuberin mit 1 Million Followern, ich habe nicht den krassesten Online-Shop in ganz Deutschland mit den stärksten Umsätzen und trotzdem hat sich so eine Tür geöffnet und ich durfte bei einer riesen Kampagne mitmachen, in einem richtigen Filmstudio sein und da aufgenommen werden. Und das ist ziemlich cool. Da an dem Tag haben sich eigentlich 3 Träume von mir verbunden miteinander. Es war einmal klar, mein Online-Shop wurde gezeigt in der Werbekampagne, dann mein YouTube-Kanal, also die sind ja auf mich aufmerksam geworden durch YouTube. Das heißt, das, was ich hier mache, das kommt auch irgendwie irgendwo an. Und ich durfte in einem richtigen Filmstudio mit einem richtigen Kamerateam und so weiter drehen. Und das war auch schon immer mein Traum, vor der Kamera zu stehen. Mache ich ja jetzt auch schon mit YouTube, aber in einer etwas größeren Dimension, sag ich mal. Ich habe den ganzen Tag für euch gevloggt. Den Vlog seht ihr gleich, aber mir war einfach ganz wichtig, euch zu erzählen, dass es wichtig ist für euch, wenn ihr gewisse Pläne und Wünsche habt für eure Zukunft, egal was es ist, dass ihr einfach den ersten Schritt macht. Meistens denkt man sich so, ja, keine Ahnung, dieser Riesenerfolg, den werde ich wahrscheinlich erst in 5 oder 10 Jahren erfahren. Aber man unterschätzt diese ganz kleinen Erfolge, die im Endeffekt eigentlich gar nicht so klein sind, die auf dem Weg passieren. Und die sammeln sich einfach mit der Zeit und die kommen auch in Momenten, an denen man vielleicht gar nicht damit rechnet oder wo man sich denkt, ich bin noch zu klein dafür oder oder zu unbekannt dafür oder noch nicht gut genug dafür. Aber es kann einen echt überraschen, was für Türen einem geöffnet werden. Egal, ob man jetzt an Gott glaubt, an das Universum, aber es gibt auf jeden Fall eine höhere Macht, die uns leitet und führt. Und wenn wir dieser höheren Macht zeigen, dass wir auch darin vertrauen, dass sie uns leitet und führt und wir auch in uns selbst Vertrauen haben, dass wir dazu imstande sind, unsere Träume zu verwirklichen, dann werden sich diese Türen immer schneller und schneller öffnen. Das ist eigentlich das, was ich euch mit diesem Video vermitteln möchte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Vlog. Ich nehme euch mit hinter die Kulissen des Drehtags, der Werbekampagne. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Vlog und wir sehen uns dann gleich. Am Donnerstag sind wir dann auch schon los von Ludwigshafen über Mannheim nach Düsseldorf. Unser ICE kam leider 2 Stunden zu spät, das heißt, wir mussten am Bahnhof schon mal warten. Und eigentlich hätten wir um 13:30 Uhr in Düsseldorf ankommen sollen. Am Ende waren wir, glaube ich, dann um 15 Uhr irgendwas oder fast 16 Uhr da. Ja, etwas nervig, aber ist ja auch nichts Neues mit der Bahn. Mir wurde dann Bescheid gegeben, dass wir am Bahnhof abgeholt werden, was ich richtig nett fand. Und an dem Tag waren die Voice-Overs dran. Die Voice-Overs habe ich dann mit dem André aufgenommen. Er war so sympathisch. An dieser Stelle, falls du das siehst, Shoutout an dich. Es war echt toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Und es wurden auch die Anproben gemacht für den nächsten Tag, also den eigentlichen Drehtag. Da haben wir uns dann für 2 Outfits entschieden, die ich anziehen soll. Mit einer ganz lieben Stylistin, die Beate, die war so süß. Und sie hat da für mich 2 süße Outfits ausgesucht. So gegen 18 Uhr, 18:30 Uhr waren wir dann fertig am ersten Tag und ich war richtig kaputt, wie man sieht. Und wir haben uns dann entschieden, Düsseldorf ein bisschen zu erkunden. Es war auch unser erstes Mal in Düsseldorf und deswegen wollte ich wenigstens ein bisschen was von der Stadt sehen.
hier am Rhein etwas entlang spaziert und haben uns entschieden, was Kleines zu essen. Für den nächsten Tag war dann auch der eigentliche Dreh geplant und es ging auch schon um 8 Uhr los. Wir wurden freundlicherweise wieder abgeholt am Hotel und zum Studio gefahren. Und ich muss sagen, ich fand es auch sehr toll, dass mein Freund dabei war. Er unterstützt mich immer bei so Projekten und ist da immer an meiner Seite. Und dann haben wir erstmal was Kleines gefrühstückt, es uns gemütlich gemacht und dann kam auch schon meine Stylistin und die Visagistin für den Tag und mir wurden Haare und Make-up gemacht. Hier seht ihr auch das Studio, wie es aufbereitet wurde. Fand ich richtig cool zu sehen. Und nachdem wir mich angezogen haben und Haare und Make-up fertig waren, ging es auch schon direkt los und die ersten Szenen wurden gedreht. Insgesamt waren wir, glaube ich, ungefähr 10 Stunden am Drehen, mindestens. Die Sets wurden immer wieder ausgetauscht, es wurde immer wieder was verändert. Und ja, war sehr interessant zu sehen, wie das Ganze so hinter den Kulissen abläuft und wie viele Leute an so einem Werbespot arbeiten und wie hart diese Leute vor allem auch arbeiten. Fand ich richtig krass mit anzusehen. Vor Ort gab es dann auch einen Caterer, das heißt, wir konnten da schön Mittagessen und Snacks holen, Kaffee holen. Und der Tag war dann auch schon vorbei um 22:30 Uhr. Ich habe diese wunderschönen Blumen bekommen, als Dankeschön dafür, dass ich mitgemacht habe. Und ich war so kaputt, am Ende haben wir uns einfach eine Pizza gegönnt, weil ich habe irgendwas Fettiges gebraucht. Am nächsten Tag war dann Abreise. Es war auch eigentlich nur geplant, Donnerstag und Freitag da zu bleiben, aber wir mussten dann um eine Nacht verlängern, weil der Dreh am Freitag einfach so lange ging und wir die eigentliche Rückfahrt mit dem ICE schon verpasst hatten. Das war's auch schon mit dem Video. Ich danke euch, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Falls euch irgendwas auf dem Herzen liegt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Egal ob Feedback, Fragen, Anmerkungen, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, ein schönes Leben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Talk to me nice.